the 9th chapter, the most confidential knowledge. Srila Prabhupada erklärt, dass die Bhagavad-gita uns erstmal das 18 Kapitel besteht und dass diese 18 Kapitel unterteilt werden in 3 Teile. Das heißt die ersten 6, die mittleren 6 und die letzten 6. So Srila Prabhupada has explained that the Bhagavad-gita consists of 18 chapters which are divided into 3 parts of 6 chapters each. So, der erste Teil ist dann in dem Karma Yoga. Entschuldigung, mir fallen manchmal die deutschen Wörter. So the first part deals with Karma Yoga. Dann der letzte Teil, Jnana Yoga. So, sehr viel Wissen, da wird sehr viel detailliertes Wissen offenbart. And now the other part is Jnana Yoga. A lot of detailed knowledge is necessary for that. Und der mittlere Teil beschäftigt sich mit vertraulichem Wissen. And the middle part deals with the most confidential knowledge. Rein himmelsvollen Dinges. Pure devotional service. Und normalerweise ist es sehr schwer, diesen Teil zu verstehen. Wenn man nicht den Vorgang folgt, die Bhagavad-gita Schritt um Schritt zu lesen. So usually it is difficult to understand that if you don't follow the process of reading the Bhagavad-gita step by step. Genauso wie das Srimad Bhagavatam auch. Just like the Srimad Bhagavatam as well. Der letzte Teil des nicht der letzte, der mittlere auch wieder des Bhagavatams enthält so viele vertrauliche Spiele Krishnas. Und es ist sehr schwer zu verstehen, wenn man nicht einen allmählichen Vorgang befolgt hat. So just like with the Bhagavad-gita, the Srimad Bhagavatam has in the middle a very difficult to understand part with many different confidential pastimes of Krishna, which are difficult to understand if you have not followed the process of gradually studying it. So, hier sind wir bereits beim 9. Kapitel, und zwar dem abschließenden Vers, wo Krishna das Kapitel sozusagen nochmal zusammenfasst. Wie sagt man? Zusammenfasst, ja. So we are in the 9th chapter, at the last verse, where Krishna summarizes the chapter. Er sagt, beschäftige deinen Geist immer damit, an mich zu denken. So he says, engage your mind always in thinking of me. Mana. Der Geist. Das heißt, die Funktion des Geistes sind Denken, Fühlen und Wollen. So that's the mind, thinking, feeling, wanting and desiring. Sehr schwer, den Geist zu kontrollieren. It is very difficult to control the mind. So, Srila Prabhupada erklärt uns in der Erläuterung, dass normale die Transzendentalisten oder diejenigen, die das Selbstverwirklichung suchen, dass sie danach streben, den unpersönlichen Aspekt Krishna zu verstehen. So Srila Prabhupada explains in the Prabhupada that the transcendentalists or seekers try to understand the impersonal aspect of Krishna. Sei es durch Spekulation oder durch Yoga, durch Austerities, durch Bußentsagung. So be it through speculation or through austerities. So, und sie versuchen, sie bemühen sich, den Geist sozusagen auszuschalten. So they make an effort to switch off the mind, so to say. Nicht mehr zu denken, an nichts zu denken. Übrigens ist nichts auch was. Ne? Man kann nicht an nichts denken. So not to think, das ist die Bemühung. Ja? Not to think of anything, to think of nothing. Nothing, by the way, is also something. So that is the effort that they make. Ja. Oder die Sinne völlig unter Kontrolle zu bringen. Or to bring the senses under control. Ja, und nur absolut minimal zu beschäftigen. And to engage them in the most minimal way. So, aber im hingebungsvollen Dienst, oder im Bhagavad-gita wird es offenbart, dass das keine Lösung ist, dass es praktisch unmöglich ist. But in devotional service, the Bhagavad-gita explains that it is impossible. Sondern die Perfektion besteht darin, dass man seine Sinne und seinen Geist im Dienste Krishnas beschäftigt. So, but the perfection consists of engaging the senses in the service of Krishna. Genau, da hat mal Prabhupada, er war mit seinen Schülern zusammen und ein Schüler zeigte ihm das Cover von einem Magazin. Wie sagt man den? Umschlag eines Magazins.
So Srila Prabhupada was with his disciples, and one of them showed him the cover of a magazine. Und da saß ein Yogi in tiefer Meditation. So there was a yogi in deep meditation. Und da war eine Hand zu sehen, die gefüllt war mit $100-Scheinen. And there was a hand filled with $100 bills. Ja. Und der Yogi, der war völlig unberührt und völlig transzendental. And the yogi was totally untouched and transcendental. Und der Prabhupada, da sagt der Srila Prabhupada, wenn mir jemand diese Hand gereicht hätte, hätte ich sofort zugegriffen. And Srila Prabhupada said if somebody's hand would have reached towards me with that money, I would have taken it immediately. Ja, jede Mama mit dem Bewusstsein, jede Mama, nichts gehört mir, alles gehört Krishna. With the consciousness, near Mama, nothing belongs to me, everything belongs to Krishna. Na, zum Beispiel hier auch, nur hier bezahlt ihr Miete, oder ist das Eigentum? Miete, ja, Miete. Ja. Die kann man nicht mit Simply Wonderful bezahlen. So for example, you pay rent for this place, and that cannot be paid with Simply Wonderful, with milk sweets. Ja, und hier heißt es, hier ist eine Werbung, ne, wo wir alle aufgefordert werden, Geld zu geben, um ein Haus zu kaufen. Ne? And here we are advertising, and everyone is demanded to donate money so we can buy a house. Deshalb sagen wir Lakshmi. That is why we say Lakshmi. Lakshmi ist das Eigentum Krishnas oder Narayans. Lakshmi is the property of Krishna or Narayan. Ja, da gab es im Ramayana gibt's eine Geschichte, da hatte Ravana, der wollte Sita kidnappen. Wie sagt man, entführen. So in the Ramayana there's a story of Ravana who wanted to kidnap Sita. Ja. Und das hat er auch gemacht, obgleich er eine illusorische Form Sitas mitgenommen hat. And he did that, but although he only took the illusory form of Sita. Und Srila Prabhupada hat oft dieses Beispiel gegeben dafür, dass es ein großes Vergehen ist, Lakshmi von Krishna zu trennen. And Srila Prabhupada said that it is a big offense to separate Lakshmi from Krishna. Ja, Lakshmi ist der Besitz Krishnas, Narayans. Lakshmi is the property of Narayan, of Krishna. Und nicht nur Lakshmi, sondern alles. And not just Lakshmi, but everything. Ja, alles in der Beziehung zu Krishna. So everything is related to Krishna. Alles ist das Eigentum Krishnas. Everything is Krishna's property. Da gibt es den Vers am Ende des 5. Kapitels. Bhaktaram yakatabasam sarvaloka maheshwaram suvidam sarvabhutanam yadvamam shantam ruchati. So this verse can be found at the end of the 5th chapter. Das Sanskrit brauchst du nicht zu übersetzen. Ja, so, das war übrigens, hatte Prabhupada, als er nach Amerika kam, einer der ersten Texte, den er veröffentlicht hat, war die Peace-Formel, die Friedensformel. So when Srila Prabhupada came to the US, one of the first texts that he published was the peace formula. Ja. Weil in Amerika zu der Zeit gab es viele junge Leute, die protestierten gegen den Krieg in Vietnam. So at that time in the United States, there were many young people who were protesting against the war in Vietnam. Ja. Und dann hatte Prabhupada, als er das sah, hatte die Friedensformel aufgrund dieses Verses, ne, also Bhagavad-gita, veröffentlicht. So that is why Srila Prabhupada published the peace formula based on the Bhagavad-gita. Und das war auch in Deutschland der erste gedruckte Text der Bewegung für Krishna. And in Germany as well, it was the first printed text of the Krishna consciousness movement. Ja, ich kann mich erinnern, das war das erste, was ich bekommen hatte. I can remember it was one of the first things I got. Ja, da war ich auf dem Weg zu einem Rockkonzert, Eric Clapton bekam nach Hamburg. So I was on my way to see a rock concert of Eric Clapton in Hamburg. Ja. Und am Eingang standen 2 Devotees, auf der linken und rechten Seite standen. And at the entrance there were 2 devotees, at the left and the right. Ja. Tilak, geshaved, ja, Sika, Dhoti, Kurta. Und die hatten ein Netz. Das sagt später. So they were dressed up in tilak, dhoti, kurta, etc. and sika, and they were standing there with a net. Ja, und die hatten beide Brillen auf. And they were both wearing glasses. Und ich habe gedacht, die sind intelligent. Ne? I was thinking they must be intelligent. Ja? Und dann haben die so Netze gehabt, da gab es noch keine Plastikbeutel zu der Zeit. So we didn't have plastic bags back then, we used nets. Ja, Netze, diese geflochtenen Netze. Ne? So these woven Und da nets. waren die drin. Ne?
Und dann habe ich für 10 Pfennig oder 20 Pfennig habe ich dann mir die Friedensformel mitgenommen. So these nets were filled with these pamphlets, and I took one for 10 or 20 pfennigs. Ja. So, und zum Vers, zum Bhakti-bhushana Swami, da gibt uns Krishna die Friedensformel. So concerning this verse, Krishna gives us the peace formula of that Da verse. sagt der Bhakti-bhushana Swami, dass alles zu mir geopfert werden soll, dass der höchste Genießer ist, Adi-Purusha. Ja, Everything should be offered to him. He is the highest, the supreme enjoyer, the Adi-Purusha. ja, das wird auch erklärt, dass genau wie die Wurzel des Baumes. Wenn man die Wurzel bewässert, ziehen alle Teile des Baumes ihren Nutzen daraus. Just like the root of a tree, if you water them, all parts of the tree will receive some benefit from that. Ja. Ja, mag es sein, dass jemand mich daran glaubt und mit einer Leiter stellt an den Baum und geht mit der Gießkanne und bewässert alle Blätter und alle Äste und Zweige und so weiter. So someone may not believe it and take a ladder and climb up and try to water every single branch and every single leaf. So eine Frage von Zeit, dass der ganze Baum austrocknet. And then it's just a matter of time that the entire tree will dry up. So, mit anderen Worten, Krishna sagt, ich bin der höchste Genießer. Und ihr solltet mir alle dienen, das heißt, mich zufriedenstellen. Und wenn ihr zufriedengestellt seid, ja, wenn ich zufrieden bin, seid ihr automatisch auch zufrieden. Ja, wie genauso wie die Teile des Baumes. So Krishna says he is the supreme enjoyer, and you should all serve me. And so if I am satisfied, then you will automatically also be satisfied, just like the parts of the tree are satisfied when the root is Und watered. der zweite Begriff, den uns Krishna gibt, ist Bhakti-bhushana Swami. Sarvaloka Maheshwaram bedeutet, dass ich der Besitzer von allen Dingen bin. So Sarvaloka Maheshwaram, the second expression that Krishna gives us, means that I am the proprietor of everything, Aller Planeten und aller Halbgötter. of all planets and demigods. Ja, das heißt Nirmama. Das heißt, im Grunde sind wir keine wirklichen Besitzer, sondern Krishna ist der höchste Besitzer. So Nirmama, that means we are not the proprietors, but ultimately Krishna is the supreme proprietor, Ja, weil er der Schöpfer von allen Dingen ist. because he is the creator of everything. Und dann das nächste ist das Surinam Sarva Dehinam. Surinam ist Freund, wohlmeinender Freund. Surinam Sarva Dehinam. Sarva bedeutet alle Lebewesen. Das heißt, Krishna ist der höchste Freund aller Lebewesen. So the next expression is Surinam, which means friend, and he is the friend of every living entity. So das heißt, alle unsere Freunde, die uns begleiten oder Familienmitglieder, begleiten uns nur für kurze Zeit. So all the friends that accompany us, or our family members, are only doing so for a short time. Ja, da gibt es ein sehr schönes Beispiel im Srimad Bhagavatam. Da heißt es, genau wie auf dem Fluss, an den Ufern des Flusses ist normalerweise das Wasser stiller. Wie sagt man? Ja, in der Mitte ist es sehr, wie sagt man, bewegt. Ne? Ja. So in the Srimad Bhagavatam there is the example of a river where we can see that in the center the water is much more troubled than at the shores of the river. So dass am Ufer manchmal so eine Art von Teppiche entsteht, aus Staubteilen oder Blättern und so weiter. So that sometimes we can see accumulations just like similar to carpets at the shores of the river with leaves and all kinds of things. Ja. Aber früher oder später kommt eine Strömung und die trennt diese ganzen Teile. But sooner or later some water current will come and will separate all these parts from each other. Ja, das wird damit verglichen, dass wir nämlich eine Gemeinschaft haben mit einer begrenzten Zahl von Personen für eine begrenzte Zeit. So that is the comparison to the fact that we have a limited time with people together, a limited association. Ja, das heißt, die ganzen Teile, die sehen sich nie wieder. So all these different parts, they will never see each other again. Und genauso kommen die auch zusammen, in Gemeinschaften, in Familien und so weiter, Ländern. Wir identifizieren uns mit so vielen Bezeichnungen, die wir angenommen haben, auf der Grundlage der Identifizierung mit dem Körper. Hast du das mitgekriegt, Anni? So we come together in all kinds of communities, families, countries, and there are so many different designations and identifications.
Sadhavopadi vinimuktam tatvare manimanam Nishikeda Nishikeva Sevanam Sadhavopadi. Da heißt es, ein sehr schöner Vers, da wird der hingebungsvolle Dienst beschrieben. Da heißt es, hingebungsvollen Dienst bedeutet, dass man seine Sinne im Dienste Krishnas occupies. Beschäftigt. So this nice verse is nicely describing the devotional service and how we should use or engage our senses in the service for Krishna. In the service of Rishikesh. In the service of Rishikesh. Des Meisters der Sinne. The master of senses. Ja. Und wenn wir das machen, heißt es, werden wir befreit von allen Designationen, zeitweiligen Designationen. So if we do that, we will be liberated from all temporary designations. Ja. Wie ich bin Mann, ich bin Frau, ich bin Deutscher, ich bin kein Deutscher. So I'm a man, I'm a Ich woman. bin schön, ich bin mehr oder weniger schön. German, not a Ich bin German. hässlich. Ugly, All diese beautiful, Dinge. not so beautiful. Ja. All these things. Angenommen, jemand kommt zum Beispiel, die Polizei. Ne? Früher wurden wir viel von der Polizei angehalten und manchmal mitgenommen und so weiter. Und das Erste, was sie immer wollten, Ausweis. Wer bist du? Ja. So we used to be Ja. stopped by the police many times in the past, and the first thing they would ask for was our ID. Ja. Und dann haben sie dann die Daten, nahmen sie die Daten da. Heute ist es alles elektronisch, früher war es alles handschriftlich. Und man macht nun denken, okay, das ist meine Identität. Ja. Aber jenseits von bin ich dies hier, ne? dieser Körper, das bin ich. Aber dieser Körper, der verändert sich auch ständig, beziehungsweise mehr oder weniger alle 7 Jahre haben wir praktisch einen neuen Körper durch die Zellenreinigung. Das gleiche erklärt Krishna in der Bhagavad-gita. Ja, dass man verschiedene Stufen im Leben durchwandert. Und dass alles verschiedene Körper sind. Das heißt, wir durchwandern Körper, wir wechseln Körper schon in diesem Leben. So they used to take up our data. Nowadays it's electronic, but back then it was all manual. They used to write it down. So that is our identity, we may think. So this, my body, this is me, that's my body. But it is changing. It is said that every 7 years, due to the cell turnover, everything changes. And it is also described in the Bhagavad-gita that there are different steps and that even in this lifetime we go to different bodies. Ja, man macht denken ja, oder man macht sich identifiziert mit seinem Geschlecht, sagt man? Ja, Geschlecht. Mit Mann, Frau. Aber heute gibt es viele Menschen, die wollen keine Frauen sein, wollen Männer sein, oder Männer wollen Frauen sein. Das ist wieder eine andere Identität. Die kann man auch wechseln. So we may have the identity of our gender or our sex, so man, woman, and there are some men who want to be women and vice versa. So nowadays many people, they try to change their identity like that. Oder man muss sagen, okay, ich bin das hier. Ne? Ja was? Ja, das Herz, das bin ich. Ne? Aber das Herz kann man auch transplantieren. Wie sagt man das? Ja, transplantieren. Ja, heute gibt es halt Operationen, mit denen man ein neues Herz bekommen kann. Or you may say, I'm this, I'm my heart, but you can transplant the heart. There is surgery for transplanting or changing or getting a new heart. Am Anfang ging Prabhupada einmal in die Schule in Dallas, in Texas. Und dann hatte er einen Raum von Kindern, Gurukula, da hat er ein Kind nach vorne gerufen. Okay. Srila Prabhupada once was in a school in Dallas, in Texas, in the United States, and there was a room filled with children, Gurukulis, and he picked one of them and asked him to come forward. Und jetzt zeig mir mal deinen rechten Arm. Rechten Arm. And he Zeig mir showed, deinen linken Arm. Zeig mir mal dein linkes Ohr. Und so ging das weiter. So he said, show me your right arm, and he showed his right arm. Show me your left arm, he showed his left arm. Show me your ear, and so on and so on. Ja, und er hat Prabhupada gefragt, und wo bist du? And Prabhupada asked, and where are you? Ja, im Grunde sind wir, auch nach der ausführlichen Erläuterung Krishnas im 2. Kapitel der Bhagavad-gita, dann sind wir nicht dieser Körper, sondern eine spirituelle Seele. So even after reading the detailed explanation in the 2nd chapter of the Bhagavad-gita, we can understand that we are not this body, that we are a spirit soul. Ja, und diese Identität ist ewig. Satchitananda Vigraha. So this is Satchitananda Vigraha, an eternal identity.
Das ist die Grundlage der spirituellen Wissenschaft des Krishna-Bewusstseins. That is the basis for the spiritual science of Krishna consciousness. Ja, genauso wie Prabhupada das klassische Beispiel gegeben hat mit dem Vogel im Käfig. And Srila Prabhupada gave the classical example of the bird inside the cage. Ja. Wir mögen Experten sein im wie sagt man, Polieren der Gitterstäbe des Käfigs. Wir mögen vielleicht sogar einen Preis dafür bekommen. Aber wenn wir den Vogel nichts zu essen geben, dann ist die ganze Bemühung nutzlos. So we may be experts in polishing the grills of the cage. We may even get an award for it, but if we don't feed the bird, everything is useless. Ja, so deshalb, ne, wie Krishna das erklärt in der Bhagavad-gita, spirituelles Leben, oder wie sagt man, das Erwecken des Bewusstseins, Selbsterkenntnis zu lernen, gründen auf der Basis, dass wir nicht der Körper sind. So the Bhagavad-gita explains that in spiritual life, the basis is that we awaken ourselves, that we engage in self-realization, and the basis for that is to understand that we are not this body. Und dafür werden uns verschiedene Vorgänge gegeben. And we are given different processes for that. Ja. Um dieses Bewusstsein, dieses verunreinigte Bewusstsein zu reinigen und die schlummernde Seele wieder zu erwecken. To purify the impure consciousness and to reawaken the soul. Ja, Krite Jayato Vishnam Tridayam Jadamakai Dvapare Parichayayam Kalau Tadimikirtan. Da heißt es, was man erreichte im ersten im Krita oder Satya Yuga und was man erreichte durch Meditation über Vishnu und was man erreichte durch Makai, durch Opferdarbringung und was man erreichte durch Verehrung von Bildgestalten vor allem, erreicht man diesen Zeiten des Kali Yuga durch das Chanten der Heiligen. So what you used to reach in the Satya Yuga and previous ages through meditation, through the worship of Vishnu, sacrifices and worship, that can be reached by chanting the names of Krishna in this age. Da gibt es einen anderen Vers, direkt in Beziehung zu diesem Vers. Das ist in Srimad Bhagavatam. Da heißt es, Kale dosha nidhi rajam estu mahaguna kirtanareva Krishna saruptasam. So, da heißt es, dass diese Seite des Kali Yuga, in der wir leben, wird verglichen mit einem Ozean von Fehlern oder von Schlechtigkeiten. Ja, aber Ego Mahanguda, da gibt es eine ganz besondere Qualität in der Seite des Kali Yuga. Ja, und das ist das Stand der heiligen Namen des Herrn. Ja, das heißt, obgleich wir in dieser dunklen Zeit leben, im Kali Yuga, ja, können wir uns befreien von dem Einfluss dieser niederen Erscheinungsweisen im Kali Yuga durch das Chanten der heiligen Namen des Herrn. Ja. So, das ist eine sehr wichtige Aussage der Shastra. Da gibt es auch einen anderen Vers, der das nochmal, wie sagt man, betont, emphasizes? Betont, ja. Kale doshan, Harinama, 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 Kevalam, Kalauva, Steva, Steva, ja, da wird dreimal wieder, wenn in den Shastras, in den Wesenschriften Dinge dreimal wiederholt werden, dann ist das ein sehr starker Nachdruck. Wie sagt man in Deutsch? Nachdruck, ja. Und man könnte auch sagen, Harinama, 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 Eva Kevalam, Kalauva, Steva, 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 Hatiran Yata. So there is this other verse. Das ist ernst genommen, das wichtig ist. There is another verse in the Srimad Bhagavatam which we've heard, which says that in this age of Kali Yuga, it is an ocean of falsities, of bad things. But there is one thing that can liberate us, that is the chanting of the names. In this dark age, we can be freed from the lower modes of nature by chanting, and that is a very important thing. And in this, there is this other verse which emphasizes this very strongly, which starts with Harinama Eva Kevalam, and it is said, repeated 3 times. And when something is repeated 3 times in Shastra, it means that there is a very strong emphasis. So we could also chant it in this way, which we have just heard, with a strong emphasis. So this is a very special mercy of Krishna, that he himself has come to teach us this process.
I almost did it in Spanish. Wenn jeder Spanisch spricht. Ja, sag das nicht, vielleicht doch jemand, der das meint. Anyway, so der Punkt. Oh, jetzt haben wir wieder. Wo sind wir stehen geblieben? Jetzt habe ich den Punkt. Barmherzigkeit. Das Barmherzigkeit. Chaitanya Mahaprabhu. Oder Krishna erschien in der Form eines geweihten Krishnas. Und er erschien, Krishna Vanam, Trisha Krishna, Sangupangasta Varshanam, Yagyai Sankirtana Prayadha. Das bedeutet, dass der Herr erscheint in einer A-Krishna-Form. Krishna, das Wort Krishna bedeutet auch dunkel. Das ist eine der vielen Bedeutungen des Wortes Krishnas. Dann heißt es, Krishna erschien in der Form A-Krishna, nicht dunkel. Weil Krishna erschien, als er in der Form Chaitanya Mahaprabhus erschien er, die Form Chaitanya Mahaprabhu beschrieben als golden. Manchmal heißt es gelb und manchmal golden, die Shastra golden. Und dann heißt es, er erschien umgeben von seinen ewigen Beigesetzten. Da gibt es Personen, die Krishna immer umgeben. Die auch, wenn Krishna auf der materiellen Ebene sich manifestiert, dann wird er begleitet von diesen gleichen Formen. So zum Beispiel Arjuna erschien mit Krishna vor 5000 Jahren. Und Arjuna erschien auch als Chaitanya Mahaprabhu in der Form von Ramananda. Oder Arjuna erschien auch als Krishna erschien als Nara Narayan. Und Nara war auch wieder Arjuna. Und so gibt es eine ganze Zahl von ewigen Beigesetzten Krishnas, wo er erscheint. Und Balaram erschien auch in der Form von Nityananda. Das wissen wir alle. So, und wenn Krishna erscheint, dann besonders in der Form von Chaitanya Mahaprabhu, um den Punkt ein bisschen mehr zu expanden, erschien Chaitanya Mahaprabhu in der Form eines Gottgeweihten. Und Srila Prabhupada uns erklärt, da wo Krishna die Unterweisung der Bhagavad-gita beendet, dass er nämlich Arjuna auffordert, alle Religionen aufzugeben, alles Dharma aufzugeben und sich ihm zu ergeben. Krishna sagt dann auch, gib alles auf und gib dich einfach nur mehr. Und dann sagt Krishna zum Schluss, fürchte dich nicht, mach dir keine Sorgen. Ich mache mich verantwortlich für alle deine Konsequenzen, deine karmische Reaktion. So it is a great mercy that Chaitanya Mahaprabhu appeared in this world. That Krishna appeared in this form as a devotee. And it is said that he appeared in the A-Krishna form. Krishna means dark. Another meaning for the word Krishna is dark. So he appeared as A-Krishna, which means he was not dark. So in the scriptures he is described as golden or yellow. He appeared with his eternal associates. So Krishna always has his associates with him. And one of his associates is Arjuna, who appeared along with him 5,000 years ago. So, and Arjuna also appeared in the Chaitanya Lila in the form of Ramananda Roy. He also appeared as Nara when Krishna appeared as Nara Narayan. So Krishna always has his eternal associates, such as Balaram, who appeared as Nityananda, which we all know. So Krishna, when he appeared as Chaitanya Mahaprabhu, he appeared as his devotee. And Srila Prabhupada says or explains that at the end of the Bhagavad-gita, when Krishna speaks to Arjuna and says, give up all kinds of religion and give up everything, surrender to me, Krishna says that that Arjuna should not fear anything because he will take care of everything and that Krishna will be responsible for everything. Ja, und Srila Prabhupada erklärt, dass da die Lehren Chaitanya Mahaprabhus beginnen. Dass er nämlich uns zeigt, was es bedeutet, dieser Anweisung zu folgen. So, Srila Prabhupada explains that is where the teachings of Chaitanya Mahaprabhu begin. Und wer kann uns besser zeigen, oder kann uns das bessere Beispiel geben, des Lebens eines Gottgeweihten als Krishna selbst? And who else could be a better person to show us the example of devotional service than Krishna himself? Und im Chaitanya Charitamrita, wo wir die Spiele Chaitanya Mahaprabhus nachlesen können, da heißt es, dass Chaitanya Mahaprabhu die Hingabe, die Liebe zu Krishna auf eine Ebene gebracht hat, die unbekannt war. Die hat man noch nie gesehen.
So in the Chaitanya Charitamrita, which describes the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, it is said that the devotion that he had for Krishna has been uplifted to a level which has never been seen before. Antya-Lila. In the Antya-Lila. Geschichten von Chaitanya Mahaprabhu praktisch unbegreiflich sind. So these stories or pastimes of Chaitanya Mahaprabhu are incomprehensible. Ja, das heißt, im Chaitanya Charitamrita wird gesagt, dass der Herr über eine erscheint, dass er marginale, wie sagt man, Lehren gibt, sozusagen. So it is said in the Chaitanya Charitamrita, when the Lord appears, he gives marginal teachings. Ja. Und er kommt auch wie sagt man, interne Aspekte zu manifestieren. And he also comes to manifest internal aspects. No, da heißt zum Beispiel, dass Krishna in einem Moment nicht verstehen konnte, was Srimati Radharani für ihn empfindet. So it is said that Krishna in one moment could not understand what Srimati Radharani was feeling for him. Und deshalb entschied der Herr zu erscheinen, diese Ekstase Srimati Radharanis zu erfahren. And that is why Krishna decided to appear in the form of Chaitanya Mahaprabhu to experience this ecstasy of Srimati Radharani. Ja, des reinen Hingebens von Dienstes. Of pure devotional service. Ja. So, wir sind sehr, und das heißt, weil er als Gottgeweihter erschien und nicht als die höchste Persönlichkeit Gottes sozusagen sich manifestiert in der Öffentlichkeit. So that is why he appeared as a devotee and not as the supreme personality of Godhead who manifested himself in public. Ja, deshalb heißt es Tri-Yuga. Tri-Yuga, das heißt, er erscheint nur in 3 Yugas und im Kali-Yuga erscheint er nicht. So it is said Tri-Yuga, so he appears in 3 Yugas and he does not appear in the Kali-Yuga. Ja, und ist bekannt als Chana-Avatar. So he is known as Chana-Avatar. Chana-Avatar bedeutet bedeckt, sehr schwer zu identifizieren mit der höchsten Persönlichkeit Gottes. So it means covered, very difficult to identify him as the Supreme Personality of Godhead. Ja, wir sind zum Beispiel mal eine Zeit lang durch Südindien gereist. Ne? Ja. Und wenn man dann manchmal mit den Leuten über Chaitanya Mahaprabhu gesprochen hat, dann haben die nicht verstanden, dass er die höchste Persönlichkeit Gottes ist, sondern dass er Chaitanya Bhakta ist, ein Gottgeweihter ist. So we travel to South India quite often, and there it is very difficult for people to understand that Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead. They refer to him as a Bhakta. Ja, Chaitanya Bhakti-bhushana Swami, der hat ja überall seine 64 Tempel eröffnet in Indien, einige auch außerhalb Indiens. Ja, der hat überall die Lotusfüße Chaitanya Mahaprabhu, wie sagt man, installed. Wie sagt man das? Ja, installiert. Ja. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who opened 64 temples, mostly in India, he installed the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu there. Yeah, many places. Viel in many places. Ja. Und das heißt, dass Chaitanya Mahaprabhu hier seine Spiele manifestierte. Da gibt es Tagebücher. Da gibt es, Sadhguru Maharaj hat da einige interessante Informationen entnommen von Tagebüchern von der Zeit Chaitanya Mahaprabhu. Ich weiß nicht, von wem diese Tagebücher waren. So there, at the time of Chaitanya Mahaprabhu, there were diaries written. I don't know who wrote these diaries, but Sadhguru Maharaj extracted very interesting information from them. Ja. Und in den Tagebüchern heißt es, dass zur Zeit Chaitanya Mahaprabhus, dass über ganz Indien Gruppen Vaishnavas gab, die überall die heiligen Namen chanten. So in these diaries it is said that back then, during the time of Chaitanya Mahaprabhu, all over India there were groups who were chanting the names of Krishna. Ja. Da heißt es, dass wenn Chaitanya Mahaprabhu erschien an einem Ort, da manifestierte sich an einem Ort. So und wenn die Neuigkeit des Erscheinens Chaitanya Mahaprabhu sich verbreitete, dann kamen Menschen von sehr weit her. So it is said that when Chaitanya Mahaprabhu reached one place, that this news spread very far, and that people would come from far distances. Ja, die haben in unbegreiflicher Weise Flüsse überquert. Ne? Die haben hohe Berge, wie sagt man?
erklommen, um bis zu diesem Ort zu kommen. So they reached by coming or by traversing rivers and by going over mountains. Ja. Und wenn sie erschienen an dem Ort, wo Chaitanya Mahaprabhu sich aufhielt, da gab es so viele Menschen, dass es kaum möglich war, ihn direkt zu sehen. So when Chaitanya Mahaprabhu was at one place, there were so many people that it was hardly possible to see him. Und in der gleichen Weise, wenn Chaitanya Mahaprabhu sich wieder, wie sagt man, wegging von dem Ort, dann ging er normalerweise ganz früh morgens, wenn alle Menschen schliefen und das nicht mitbekamen oder nicht, wie sagt man, mitbekamen, dass er da gegangen war. So when Chaitanya Mahaprabhu left that place, he would always go early in the morning when everyone was sleeping, so that nobody would notice. Und das heißt, dass die Menschen begannen, alle den Orten, wo er sich niedergesetzt hatte oder wo er gewesen war, nahmen sie den Staub vom Boden mit, als heiligen, gereinigten Staub. So at every place where Chaitanya Mahaprabhu has sat or where he was, people would take the dust and accept it as. Und die nahmen so viel Dust, so viel Staub. And they would take so much dust. Dass große Löcher entstanden. Huge holes. So Chaitanya Mahaprabhu reiste, wie wir es von Chaitanya Charitamrita wissen, reiste er ohne Stopp für 6 Jahre durch alle Teile. So it is said that in the Chaitanya Charitamrita that we know that Chaitanya Mahaprabhu traveled through all of India non-stop for 6 years. Wir haben das mal gemacht, wir haben diese Reise nachverfolgt und wir haben auch so verschiedene heilige Plätze besucht, besonders im Süden Indiens. So we also did this and visited all these places along his route and also visited places in South India. Ja, so der Rupa Goswami erklärt der Hingabe, dass es 64 Prinzipien gibt im hingebungsvollen Dienst. So Rupa Goswami explains in the Nectar of Devotion that there are 64 principles in devotional service. Ja. Und von denen sind 5 die wichtigsten. And of those, 5 are the most important ones. Ja. Und das heißt, er sagt, dass jedes von diesen Prinzipien hat die Kraft, unsere schlummernde Liebe zu Krishna im Herzen zu erwecken. And each one of these principles can awaken, or has the power to awaken our dormant love for Krishna in our hearts. Und das erste Prinzip ist Sadhu Sangha. And the first principle is Sadhu Sangha. Das heißt die Gemeinschaft mit Gottgeweihten. Associating with devotees. Ja. Sadhu Sangha. Wir wissen, wenn wir Gemeinschaft haben oder überhaupt Gemeinschaft haben, auch nicht nur als Devotees, wie stark dieser Einfluss dieser Gemeinschaft ist. So when we have association with someone, not only devotees, we can see how strong the influence of the other people is on us. Ja, wir übernehmen so viele Gebräuche von diesen Personen. Wir beginnen zu sprechen wie diese Personen. Wir entwickeln die gleichen Wünsche wie diese Personen. So we acquire the desires or develop habits of these people that we associate with. We speak like them. We get their desires. So in der gleichen Weise wird in den Vedic Schriften empfohlen, dass wir Gemeinschaft mit Heiligen pflegen sollten. And that is why it is recommended in the Vedic scriptures that we should associate with saintly persons. Sadhus. Tikshava Karulika Sudivasavarim Ajanta Shantrava Shantim Sadhavasarabhushana. Und Kapila Muni beschreibt die Qualitäten oder erwähnt die Qualitäten eines Sadhus. So Kapila Muni mentions the qualities of a devotee. So, Tikshava bedeutet, dass er völlig, wie sagt man, friedlich, wie sagt man in Deutsch? Friedlich ist. Ja, oder tolerant ist. Dass alle möglichen Umstände tolerieren kann. So Titikshava, for example, is one such quality, that one is tolerant, that you can tolerate any kind of circumstances. Ja. Und Titikshava Karulika ist barmherzig. Karunika means merciful. Merciful, richtig, das ist barmherzig noch. Merciful ist noch mehr Bedeutung. Merciful bedeutet nämlich, dass man das Leid anderer nicht tolerieren kann, ohne ihnen irgendwie zu helfen. So merciful also means that you cannot tolerate the suffering of others
without trying to help them. Ja, Solidam Sarvadehinam. Und dass man ein wohlmeinender Freund aller Lebewesen ist. Surinam Sarvadehinam, that you are a well-meaning friend of every living entity. Das heißt, dass man nicht nur freundlich oder freundschaftlich mit Menschen umgehen, die zur gleichen Familie oder zur gleichen Gruppe gehören und so weiter, sondern Sarvadehinam, aller Lebewesen gegenüber. So that means that you're not just a friend to those who belong to your own group or who are part of your family, but that you are a friend to every living entity. Bedeutet, dass man keinen Feind akzeptiert, keine Feinde. Ajatashatruva means that you do not accept any enemies. Ajatashatru war ein Name auch von Yudhishthir. Ajatashatru was also a name of Yudhishthir. Und dann Titikshava Karunika, so Ajatashatruva Shantim, ist friedlich. Shantim means peaceful. Lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. It's not easily irritated. Ja. Und dann Ajatashatruva Sadava, das ist auch eine interessante Qualität, dass alles, was er sagt und alles, was er tut, gegründet ist auf den Shastras, auf den vedischen Schriften, auf den Regulieren der vedischen Schriften. So Sadava is also a very interesting quality. It means that everything one person says or does is based on the Shastric principles. Bhakti-bhushana bedeutet, der Gottgeweihte, der Sadhu, ist geschmückt mit diesen Qualitäten. So Bhakti-bhushana, it means the devotee is decorated or adorned with these principles. Ja, adorned, das ist noch ein besseres Wort. Ja, genauso wie zum Beispiel, wir hängen uns Ringe hierher oder wir hängen uns eine Kette um oder so viele Sachen, die wir machen, um uns zu verschönen. Ne? Oder Tattoos, ne? Das ist sehr populär heutzutage. Ne? Aber der Kapila Muni sagt, die wirklichen Schmuckstücke, wie sagt man den Schmuck? Der wirkliche Schmuck sind die Qualitäten, die der Sadhu hat. Ja? So we may have all kinds of jewelry, all kinds of rings that we place on ourselves, all kinds of tattoos. These things are very popular nowadays. But Kapila Muni states that the true jewels are the qualities that we have. Ja, so das ist die Definition laut Kapila Muni von einem Sadhu. Ja, das heißt, Sadhu Sangha kann Nama Kirtana, die heiligen Namen zu tönen. Hare Krishna, 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 Hare Rama. Und dann Bhagavata Shravana. Bhagavata Shravana bedeutet das regelmäßige Hören des Srimad Bhagavatams. Habt ihr schnell das Bhagavatam zu Hause? Ja? Wer hat das Bhagavatam schon zu Hause? Who has the Bhagavatam at home? Wow. Hare Krishna. So Kapila Muni describes that this is the definition of a sadhu, that he engages in sangha or association with other saintly persons. Hast du gar nicht übersetzt die ganze Zeit. Nama Kirtan, that you chant the names of the Lord, and Bhagavata Shravana, that you hear regularly the Srimad Bhagavatam. Ja. So, dann Mathura Vasa. Mathura Vasa bedeutet, dass man in einem heiligen Ort Zuflucht suchen konnte. Ja, wie Mathura. Ja. So Mathura Vasa means that you should take shelter of a holy place like Mathura. Ja, Prabhupada hat mal erklärt, dass unsere Tempel, ne, dass das im Grunde auch heilige Plätze sind. So it is described that our temples actually are also holy places. Ja, wo wir Gemeinschaft haben, intime Gemeinschaft haben mit Vaishnavas. So wo wir ein regelmäßiges spirituelles Programm haben. So where we associate with intimately with other saintly persons, and where we have a regular program. Ja, wenn ihr so weit seid, hier. So when you have finally reached that stage. Ja, aber wenn man ein Vaishnava ist und man hat schon ein gewisses Training bekommen im Krishna-Bewusstsein, dann praktiziert man auch zu Hause das Krishna-Bewusstsein. Ja, da hat man selber einen Altar. Das kommt zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist Srimurtida Shadaya Sevana. Dass man Bildgestalten verehrt mit Glaube und Vertrauen und Seva, mit Dienst. Ja, es ist zum Beispiel üblich in Indien, wenn die Menschen zum Tempel gehen, dass sie immer
Dakshin irgendeine Opferung mitbringen. Die bringen Boga, ne? Gemüse oder Getreide oder Rupees. Ne? Und keiner geht zum Tempel, ohne da irgendwas zu opfern. Das ist die Tradition. So, ja, anyway, also das. Entschuldigung, auf jeden Fall. Ja, das sind die Prinzipien. Und dann gibt es noch ein Mathuda Vasa und Srimutida Shadaya Se. So as Vaishnavas we are trained to also worship. At home we may have an altar, we may perform the Murti Seva, a Seva or service with faith and confidence. In India it is seen that people always bring something when they come to the temple. They may bring some vegetables or grains, and it is tradition to never come without anything. Zum Beispiel im Sri Rangam Tempel, war das Sri Rangam? Da sah man riesige Säcke an den Wänden hängen im Tempel, nur wo die Menschen Spenden reintun. Und die waren prallvoll. Prallvoll. Kam sogar dazu, dass die Regierung anfing da das genau zu betrachten. Und dass sie eine Steuer erhoben hat, um Geld davon wegzunehmen. Für ihre Notwendigkeit. So in the Sri Rangam temple you can see that there are huge sacks hanging from the wall, and they are filled to the brim with donations. And it went so far that the government set an eye on this sort of income, and that they started to tax this income in order to get some share of that. Die Idee ist, dass es eine Spende gibt, dass diese Spende exklusiv im Dienste Krishnas benutzt wird. So the idea is that when you give a donation, that it is exclusively used in Krishna's service. Oder die Bewegung zu erhalten und zu verbreiten. Or to maintain and spread the movement. Ja. Und in dieser Weise ziehen die Menschen den vollen Nutzen daraus. And in this way, the people can get full benefit of it. Ja, weil das Geld, was wir spenden, das ist beladen mit Karma. So the money that we get, it is full, it is loaded with karma. Ja, wenn man das für seine eigene Sinnbefindnis, für seinen eigenen Nutzen benutzt, dann wird man verantwortlich für dieses Karma. So when you use it for your own sense gratification, you become responsible for that karma. Ja, so aber das Spenden zu geben ist ein wichtiger Punkt, auch in unserer ganzen vedischen Umgebung. So giving donations is a very important point, especially in our Vedic culture. Ja, weil die Menschen mit der Überzeugung waren, dass das für ihren Nutzen ist. Und die Personen, denen sie die Spenden gaben, dass diese Spenden benutzen im Dienste Krishnas und zum Wohl aller. So because people had this conviction that it is beneficial for everyone, and that the recipients of the donations would use it for the benefit of everyone in the service of Krishna. Nur zum Beispiel Prasadam. Oder die Miete bezahlen vom Tempel. Paying the rent. Oder Sachen besorgen für die Deities. Or getting things for the deities. Ja, Bücher drucken. Printing books. Ein Auto kaufen, um die Bücher überall zu verbreiten. Buying a car to spread and distribute the books everywhere. Einen neuen Tempel, einen größeren Tempel besorgen oder ein ganzes Haus besorgen. Getting a new temple, an entire building. Nur ich sehe, dass hier im Grunde prall gefüllt ist, der Tempel. I can see the temple is filled to the brim. Ja, und ich bin sicher, wenn der Tempel größer würde, noch mehr Menschen kommen. And I'm sure if the temple were bigger, more people would come. Ja, und alle würden Prasadam essen. Großartig. And everyone would eat prasadam, it would be great. Ja. Am Anfang hat Prabhupada ganz simpel. Nur hat er nur gechantet und dann kamen die ersten interessierten jungen Leute zu ihm. Und dann hat Prabhupada auch Prasadam verteilt. Das war die Hippie-Zeit zu der Zeit, in den 60er Jahren, Ende 60er Jahren. Und da sprach jeder von Love und Love, no? Und Blumen und Love. No? Und dann hat Prabhupada hat er sein Sonntagsfest eingeführt. Das Liebe, also Feast of Love, no? Das heißt, ja. Und er hat Prabhupada Prasadam verteilt. Ja? Und da gibt es viele Devotees, die durch das Prasadam zu Devotees sind. So in the beginning, Srila Prabhupada made it very simple. He just chanted, and then he attracted young people,
and he started distributing prasadam. So at the end of the 60s, when the young people were hippies, they were all talking about love. So Srila Prabhupada named the main event the Sunday Love Feast, where he would also distribute prasadam. And there were many people who became devotees just by the power of prasadam. Ja, zum Beispiel heißt es in Biografien heißt es, dass Prabhupada hatte einen kleinen Tempel gemietet, das war im Grunde nur ein kleiner Laden. Ne? Der ist heute noch, haben die Devotees wieder recovered, wie sagt man das? Wieder zurückbekommen. Ja. Zurückbekommen, ja. Und dann war da so ein Hinterhof, ein kleiner Hinterhof, die ging die Treppe hoch in den ersten Stock und da hatte Prabhupada ein ganz winziges kleines Apartment. Also, ein Apartment. Ne? Und dann eines Tages ging ein Devotee hoch, um mit Prabhupada zu sprechen. Und er kam mittags zu Srila Prabhupada. Und Prabhupada war immer bereit, mit einem zu sprechen und lud ihn ein, reinzukommen. Und er surfte ihm Prasad. Er war gerade im Begriff, selber zu essen und surfte Prasad. Ja, servierte Prasad. Ja. Und das gefiel dem jungen Mann so gut, dass er das seinen Freunden erzählt. Dass der Swami unglaubliches Prasad noch hatte. Und früher oder später kamen so viele junge Leute zum Apartment von Srila Prabhupada und Prasad. Und Prabhupada kochte. Und wenn die jungen Leute den Ort von seinem Apartment verließen, dann wusch Prabhupada selber die Töpfe ab. Keiner kauft die Idee, ihm zu helfen. Ja. So. Und dann wurde das mehr und mehr und mehr. Und dann hat Prabhupada, wie gesagt, das Sonntagsfest eingeführt. Ja, wo er wunderbar kochte für das Sonntagsfest. So it is described in the biographies that Srila Prabhupada, in the beginning, he rented a small store, and somewhere in the backyard, there was, Prabhupada had an apartment on the first floor. No. Yeah, he had. Yeah. And the devotee came and went up the stairs to speak with him. It was during lunchtime. And Prabhupada was about to eat himself, but he served this young man with prasadam. And this young man liked it so much that he told all his friends. And the number increased, and many more people came to Prabhupada's apartment. So Prabhupada started cooking. And when the young people left, he was left with all these pots that he had to wash himself, because nobody helped him. And so this made the number of people increase, and then he started introducing the Sunday Love Feast. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal zum Tempel in Hamburg gegangen bin. Das war der erste Tempel übrigens in Europa, in Hamburg. Da kamen wir zu spät. Der Kirtan war schon zu Ende und alles war zu Ende. Die Devotees saßen und aßen. Und die Präparationen waren so unglaublich. Erstmal haben wir uns gewundert, wie viel jeder auf dem Teller hatte auch. Ne? Und das waren die klassischen Präparationen von Srila Prabhupada. Ja, das heißt, Kitri oder Dal und Reis, dann Puris. Zu der Zeit machten wir Puderzucker auf die Puris. Dann gab es Simply Wonderfuls. Ja, Prabhupada hat mal gesagt, dass nur wenn man diese Simply Wonderfuls isst, wird man es auch Simply Wonderful. Pakoras, Samosas, Sweet Rice und all diese Dinge. Sodass wir auch, wir persönlich sind, nachdem wir das gegessen haben, sind wir auch immer wieder zum Tempel gegangen. Und zwar mittags. So I remember when I came to the temple in Hamburg for the first time. By the way, it was the first temple in Europe. I came late. The kirtan was already over. Everyone was eating, and the preparations were incredible. So, and it was also astonishing to see the quantity of prasadam on everyone's plate. So those were the classic preparations that Srila Prabhupada had given us, like dal, rice, puris with sugar on it. Simply wonderfuls. And Srila Prabhupada, he referred to these milk sweets as simply wonderfuls because you, when you eat them, become simply wonderful. There were pakoras, samosas, sweet rice, and so that made us return to the temple. It was always for lunch. Anyway, dann habe ich die Bodhis, mir dann gesagt, ja, du kommst jeden Mittag zum Essen, ne? Kannst dir ein bisschen was helfen. Und zu der Zeit habe ich nie Geld gehabt, Entschuldigung. Und dann haben sie mir dann gezeigt, wie man Chapatis macht. So the devotees told me, oh, you always come for lunch, could you help us? And I didn't have any money, and so I was taught how to make chapatis.
Dann habe ich Chapatis gemacht, das war so unglaublich. Chapatis machen. So viel Chapatis gemacht. Und dann habe ich mich, bin ich mehr und mehr, wie sagt man, mehr und mehr verschrickt worden mit dem Krishna. So I learned how to make chapatis, and it was incredible. So many chapatis. And in that way I became more and more entangled with the Krishna consciousness movement. Ja. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich dann mich nicht ergeben wollte. Ich wollte meine Unabhängigkeit behalten. There came the point when I did not want to surrender. I wanted to keep my independence. Habe ich mir ein paar Kartas besorgt und bin nach Christiania gegangen. Da habe ich eine Zeit lang gewohnt. So I got a pair of kartals and I went to Christiania, where I used to stay. Christiania war zu der Zeit das Mekka der Hippies in Kopenhagen. So Christiania at that time was the Mecca of the hippies in Copenhagen and Denmark. Und da habe ich dann mit den Kartas immer gechantet. So I chanted with these kartals. Aber dann habe ich gemerkt, dass die Leute das nicht interessieren. Die waren mehr interessiert in ihren Trips und auch Alkohol und so weiter. But I noticed that people were not interested in it. They were more interested in the trips. Ja, dann kam ich zurück nach Hamburg. Und dann kam ich zum Tempel, machte die Tür im Tempel auf und dann stand da Shivananda. Und er hat mir gesagt, oh, wir haben auf dich gewartet. Da bist du ja endlich wieder. So I returned to Hamburg and I opened the door and there was Shivananda standing in the door and he said, oh, we were waiting for you, where have you been? Ja, anyway, so dann war ich dann kurze Zeit im Tempel und dann hieß es plötzlich, Prabhupada kommt, Prabhupada kommt. So I was in the temple for a short time and then it was said, Prabhupada is coming. Und das hat die ganze Atmosphäre jedes Mal verändert, wenn Prabhupada kam. So and every time he came, the whole atmosphere changed. Ich habe das auch erlebt in London, in verschiedenen, wie sagt man, Male. So I've seen this in London on various occasions. Auch in Schweden. Sweden also. Ja. Und naja, und dann kam Prabhupada. And then Prabhupada came. Und dann haben wir immer das Erste, was ich machen sollte dann in dem Moment, dann ging das Diktaphon von Srila Prabhupada nicht. Und die Devotis, die baten mich, ihm eins zu besorgen oder ein Tonbandgerät zu besorgen für Srila Prabhupada. So the first thing that I was tasked with, because Srila Prabhupada's dictaphone was not working, was to get a new recorder, tape recorder. Ja, so habe ich das besorgt. Und dann sagt der Purushottam, der Servant von Prabhupada, der sagte, geh mal rein und erklär Prabhupada, wie das funktioniert. Ja, dann habe ich dann versucht, das Prabhupada zu erklären. Ja, und dann habe ich schon etliche Male erzählt, diese Geschichten. Im Grunde hat Prabhupada dieses Gerät nie benutzt danach. Aber bevor ich den Raum verlassen habe, habe ich Prabhupada gefragt, ob ich sein Schüler sein kann. Und dann hat Prabhupada geantwortet mit in Indien, wenn die Leute Ja sagen. So I got this tape recorder, and Srila Prabhupada, Purushottama, who was Srila Prabhupada's servant, he asked me to explain the use of this tape recorder to Srila Prabhupada. He never used it, but before I left the room, I asked him whether I could be his disciple, and his reply was the typical admirable. Ja, ein paar Tage später war das Janmashtami, ne, und Vyasa Puja von Prabhupada. Und da hat Prabhupada die erste Einweihung gemacht in Europa. Das heißt die direkte Einweihung, das heißt persönlich. Ja, ich habe später gehört, dass in London Dhananjaya und andere Devotis, die waren eingeweiht worden. Ja, über, wie sagt man, da hat Prabhupada einfach nur sie eingeweiht mit einem Brief. Ne? Das heißt, er hat Beats geschickt und die Zeremonie machen lassen und so weiter. And so a few days later, it was Janmashtami in Srila Prabhupada's appearance day, and he gave the first personal initiations in Europe, and I was initiated. And he had given initiations before via letter to Dhananjaya, for example, in London, and he would send the beads, and the fire sacrifice was done later. Ja, haben wir gerade gelesen auch. Ne? Guck mal, das wird im Lilamidas, da wird das auch erwähnt. Das haben wir gerade vorgelesen. And so we've just read this. Prabhupada nach Deutschland gekommen ist. In the Lilamrita of Satsarut Maharaj, the story of how Prabhupada came to Germany. Yeah, and how Prabhupada was fasting this day. How he fasted on the day.
and how he was fasting on that day. Ich kann mich erinnern, da kam Harigreva, der kam von Amerika, von New York. Ja, und Harigreva war zu der Zeit, bevor er Devotee wurde, war Englischlehrer in der Universität. Und deshalb hatte Prabhupada ihm das Manuskript des Krishna-Buches anvertraut, sodass er das korrigieren sollte. Ja, also kam Harigreva, der kam nach Hamburg mit dem Manuskript. Er hatte einen langen Bart und war geschäft. Das ist heute modern. Aber zu der Zeit war das recht ungewöhnlich. Und er las den nur für Stunden, saß Prabhupada auf dem Vyasa-san und hörte Harigreva zu, der das Krishna-Buch las. Ja. Und dann hat Srila Prabhupada zum Schluss die fast gebrochen. Was hat er noch gemacht, bevor er das gemacht hat? Kannst du dich noch erinnern, dass wir gerade gelesen haben? Anyway, so. Und dann gingen wir jeden Tag mit Srila Prabhupada spazieren morgens. Das war auch sehr, sehr speziell. Ja, da gab es noch keine Tape-Recorder und alles so. Nur noch Tape-Recorder, die waren einfach Möbel praktisch. Ja, da gab es noch diese Telefone noch nicht und keine Tape-Recorder, so wie sie heute kennen. Heute gibt es gar keine Tape-Recorder mehr, und gar kein Tape mehr. Ja, und dann alle, die Prabhupada begleitet, machten ständig Notizen von dem Prabhupada. Ja, und dann sind wir auch zum Hamburger Hafen runtergegangen. Wir waren nicht sehr erfahren im Umgang mit Srila Prabhupada. Normalerweise haben die Devotees-Späler Prabhupada immer wunderschöne Orte gebracht, dass sie das sehen konnten. Ja. Aber wir haben ihn zum Hamburger Hafen runtergebracht. Ja. Und zwar sind wir in der U-Bahn gefahren. Kein Mensch, von uns hat kein Mensch ein Auto gehabt. U-Bahn. Und dann sind wir am Hamburger Hafen, an den Pontons da, sind wir spazieren mit Srila Prabhupada. Ja, und Prabhupada hatte einen langen schwarzen Mantel an und hatte eine so synthetische Pelzmütze, synthetisch, die man so, diese russischen, die man so runterklappen kann. Ja, und er ging Prabhupada da spazieren, guckte den Hafen an, ja, und dann wollte Prabhupada sich setzen. Aber es hatte geregnet, die Banken waren alle nass. Und da hat sich einer von uns die Jacke ausgezogen und hingelegt. Und Prabhupada im Sitz angeboten. Prabhupada sehr zufrieden. So Srila Prabhupada had one disciple, Hayagriva from New York, and he had been an English teacher, and he was given the manuscript of the Krishna book, and he came to Hamburg with the manuscript. He had a long beard, and for hours he was reading the manuscript out loud, and Srila Prabhupada would listen to it, and then he would break the fast for Janmashtami. So every day we would take a walk with Srila Prabhupada, and at that time we did not have any tape recorders. Basically, tape recorders at that time were like pieces of furniture. So we didn't have these smartphones, we didn't have that, and nowadays, of course, tape recorders don't exist anymore. There's no tape involved anymore. So everyone who was walking along with him, they would take notes. And we would take Srila Prabhupada on one day to the harbor of Hamburg. We were not very experienced in dealing with Srila Prabhupada. So normally he would be taken to nice places, but we, however, chose to take him to the Hamburg harbor on the subway because we did not have a car. So we would walk along the Hamburg harbor, and he was wearing a long black coat and a fake fur hat, Russian-style hat. And Srila Prabhupada would look at the harbor, and when he wanted to sit down, the bench was wet because it had rained. So someone took his jacket and laid it onto the bench. Ja. Und nicht nur das, als wir aus der U-Bahn kamen, da gibt es in Hamburg bei den Werften, da gibt es verschiedene Schichten, wo die Arbeiter hingehen. Die arbeiten praktisch 24 Stunden, aber in Schichten. Ne? Und dann kamen diese ganzen Shooter, die ganzen Shooters, die gearbeitet hatten, die kamen dann da raus, umgeben von diesen Art von Leuten da. Nur um zu betonen, dass das kein sehr schöner Platz war, spazieren zu führen. So when we came out of the subway, we came to the docks, and the workers there, they would work in shifts. So we could see how these shooters would come out of their work, and it was obviously not a very nice surrounding. Und dann sah Prabhupada ein Schiff. Und in Hamburg ziehen die Schiffe normalerweise mit Schleppern. Schleppern? Kennt ihr den Ausdruck? Schleppen. Und das Schiff, das wurde mit dem Heck zuerst so, also rückwärts rein eingeführt in den Hafen.
Und dann sagte Prabhupada, this is how Maya works. Ne? Dieses Schiff, ne, hat riesige Maschinen, unheimlich PS und so weiter. Ne? Aber es wurde in dem Moment manövriert von kleinen Schleppern, unbedeutenden kleinen Schleppern. Und wie gesagt, das ist Maya, das ist Maya works. So Srila Prabhupada saw a ship and how it was towed by a small boat, and it was pulled into the harbor with the back first. And Srila Prabhupada saw that. That is how Maya works, he said. There is a lot of power involved, but you can see that there is only a very tiny boat involved in pulling this big ship. Ja. So, und dann Prabhupada wollte eigentlich die ganze Zeit bleiben in Hamburg, aber dann kamen die Neuigkeiten von London, ne, dass die nämlich die Woodies, die Beatles kontaktiert hatten, dass sie eine Aufnahme in Hare Krishna aufgenommen hatten, eine Single, also eine kleine Schallplatte. Und diese Schallplatte, die ging in die ganzen Hitparades, ging unheimlich hoch, also die ersten Plätze. Und diese Weise wurde die unheimlich bekannt. Und die Devotees in London, die pushen sich Prabhupada, komm Prabhupada, hier ist was los, in Hamburg passiert doch überhaupt nichts. Und dann ist dann Prabhupada in London. Und in London war Prabhupada sehr, war da wirklich viel los. Ja. Der George Harrison hat ihn auch dann, nach einiger Zeit hat er ihn auch das Bhakti-bhushana Männer, wie wir das genannt haben, ne, gespendet. Ja, ein großes Anwesen. Anyway, dann kam Prabhupada, jedes Jahr kam er normalerweise nach London, zum Ratha-Yatra. Und viele Devotees vom Rest in Europa, die reisten immer alle nach London zum Ratha-Yatra. Ja, und dann hat Prabhupada Anwesen im Ratha-Yatra. Ja, das war sehr, sehr speziell. Heilig. So Prabhupada wanted to stay in Hamburg for a longer time, but then the news came from London that they had gotten involved with the Beatles, that they had recorded, they had made a recording, and that the recording was so popular it went on top of the charts. So the Hare Krishnas became very known, and the devotees in London pushed Srila Prabhupada to come. Nothing's going on in Hamburg, everything's happening here. So he came to London and stayed there for a long time, and that was also the time when George Harrison would donate what would become as the Bhakti-Vedanta Manor, a large estate outside of London. And Prabhupada would come to London every year for the Ratha Yatra, so devotees from all over Europe would travel to London to see him. So, ich will das nicht unnötig in die Länge ziehen. So I don't want to extend this for too long. Wir haben begrenzte Zeit. Wie lange ist die Klasse? So we only have limited Ich habe time. nicht gefragt. I haven't asked how much time we have. 17:30, glaube ich. Passt. Ja? Angekündigt war 17:30. Ja? Angekündigt war 17:30. 17:30 haben wir 5 Minuten überzogen. Just 5 minutes at a time. Und dann vielleicht irgendwelche Fragen. So any questions? Ich habe eine Frage zur Geschichte. Du sagtest, dass der erste Tempel war in Hamburg. Was war denn eigentlich mit Berlin? Ich glaube, Shivananda war vorher schon mal in Berlin. Nein, vor Shivananda kam Krishna dazu. Aha. Mit seiner Frau. Das war in Berlin. Ja, die kam mit. Und das war Aber wir gehen wieder zurück, weil der übernahm die Verantwortung für Deutschland. Das heißt, da gab es noch kein GDC. Das kam ja später. Und dann ging er wieder zurück. Und dann bin ich mit Shivananda, nach einiger Zeit sind wir nochmal nach London. Am Kudam haben wir was gemietet, im Büro. Da haben wir uns dann rausgeschmissen, weil wir kein Büro waren. Ja. So a question regarding history. So you said the first temple was in Hamburg, but what was going on in Berlin? So Krishnadas was in Berlin with his wife, but then he went back, and he was responsible. He had the responsibility for Germany. I and Shivananda, we traveled to London, and later on we would open a temple at the Kudam. We rented an office, but they kicked us out because obviously we were not an office. Später haben wir nochmal einen Tempel eröffnet. And later on we opened another temple. Da war mit Manidara. I came with Manidara. Manidara, der machte kein Sankirtan mehr. Und Hare Krishna hat mir gesagt, dass ich ein bisschen Manidara helfen sollte, diese
diese Zeit, diese zu verbunden, ja, oder? Dann wollte man nicht sagen, Präsident, verschiedene Plätze und so weiter. So Manidhara stopped doing Sankirtan, and he was advised by, we were advised by Harikesh to support him, and so he became temple president in different places later on. Schon lange her. Long time ago. Zu der Zeit gab es noch die Mauer hier. At that time there was the Berlin Wall. Da war eine ganz besondere Atmosphäre hier in Berlin. So it was a very special atmosphere Da here. kamen nämlich viele junge Leute, die kamen von Westdeutschland hierher und studierten hier. Ja, weil sie, wenn sie hier studierten, brauchten sie keinen Wehrdienst zu machen. So many young people, young men, came from West Germany to study here, because when they were here studying, they were not obliged to do military service. Ja, zu der Zeit wurden die jungen Leute hier noch, die jungen Männer eingezogen zum Militärservice. So back then there was military service, and young men were obliged to join the military. Und die waren auch froh, ein bisschen weg zu sein von der Familie und von dem, was Neues zu experimentieren. And they were very happy to be, somewhat glad to be away from their families and to experiment and experience something new. Da gab es hier in Berlin viele Kommunen. So there were many communes here in Berlin. Does it still exist? Ja, Hare Krishna. Gut, dich zu sehen. Nice to see you. Leider nicht gesehen. We haven't seen each other in a long time. 5 Jahre, 10 Jahre. 5 years, Seit 10 dem years. letzten Besuch. Irgendwelche Fragen? Any questions? Any questions? Ja, bitte. Vielen Dank für deinen tollen Vortrag. Könntest du vielleicht noch was teilen mit Srila Prabhupada, was du erlebt hast mit ihm? Thank you for your nice lecture. Can you share any other experience that you had with Srila Prabhupada? Ja. Wenn ihr mir erlaubt. Ja, Srila Prabhupada. Ich kann mich erinnern, in London gingen wir auch mit Srila Prabhupada spazieren. Da habe ich eine vielleicht eine unbedeutende Erfahrung gemacht mit Srila Prabhupada. Prabhupada ging immer sehr schnell. Und dann ging ich eines Tages genau hinter Prabhupada, glaube ich. Und dann plötzlich blieb Prabhupada stehen. Und ich habe mich fast ja, ne? Wow! Und dann schaute ich der Prabhupada und guckte mich an. Das war eine ernste Angelegenheit. So Srila Prabhupada would go to London and he would go for a walk, and I also can share a small experience with him. I was there, and he would walk very fast, and I was walking directly behind him, and suddenly he stopped, and I almost hit him, and he looked at me very gravely, so that was a very serious thing. Indicating that the Shastras say actually that you should not get very close to the spiritual master nor the deities. Yes. Now we have seen this. Some of Prabhupada's secretaries, they had problems because of that, because they were too close to Srila Prabhupada. Because when you're not very, I don't want to say, but advanced, you have the tendency to find faults. And Prabhupada when he came to the West, his language was not exactly American English or British English, and he spoke sometimes he said something that nobody could understand. Zum Beispiel, Paul, we can't Deutsch. Ich kann Deutsch. Das heißt in den vedischen Schriften, dass man dem Bildgestalten nicht sehr nahe kommen soll. Das war natürlich für uns unerfahrene Menschen ein großes Problem. Ja, so hat zum Beispiel einmal Prabhupada gesagt, Bart. Und niemand verstand, was ist denn Bart? So und nach einiger Zeit haben wir herausgefunden, das war Bird. So the English that he spoke, that was not exactly American English. With a strong accent, he said something like "bard," and we could not understand. But then we understood that he meant bird. Nicht so bedeutend. Ja, oder ich saß einmal in London vor der Tür von Srila Prabhupada. Das war Bury Place, der erste Tempel, den sie hatten in der Stadt.
Das ist in der Nähe von dem British Museum, ein großes Museum da. Und normalerweise saß immer jemand vor der Tür für Schwerthalten. Der überwachte, dass nicht einfach jeder einfach da reinmarschieren konnte. So, und dann hatte ich diesen Service. Und dann, Prabhupada hatte in dem Zimmer kein eigenes Bad gehabt. Das heißt, er kam jedes Mal, wenn er zur Toilette ging oder so, kam aus dem Zimmer raus und ging in die Toilette. Ja, das heißt, manchmal auch mit seinem Gamscha über den Arm, die Gamscha gekleidet und so. Ne? Und dann, einmal saß ich, wie gesagt, da, ja, und dann kam Prabhupada raus. Und dann kam plötzlich ein junger indischer Devotee, der kam plötzlich da auch in die, zu dem Platz. Und er brachte Prabhupada mit sehr viel Hingabe, mit Dandabad da und berührte seine Füße. Und dann beugte sich Krishna Prabhupada runter und, wie sagt man das in Deutsch? Streichelte seinen Kopf. Und das habe ich zweimal erlebt. Als Prabhupada nach Hamburg kam, da sind wir, um Prabhupada zu empfangen am Flugplatz, da sind wir alle zum Flugplatz gefahren, in der U-Bahn. Und dann hatten wir auch einen großen Teppich dabei, das war unser Konzept, Kirtan. Wenn man sich hinsetzt und Kirtan, muss ein guter Teppich da auch liegen. Ne? Und dann haben wir auch Incense da gehabt, ne? Das gehörte auch dazu. Ne? Und dann saßen wir und haben wir gechantet. Ne? Und plötzlich kommt Prabhupada raus. Und das habe ich schon oft erwähnt. Früher waren die Flugplätze anders. Das heißt, sie waren dunkel, waren klein. Dunkel deshalb, weil die Leute, die da reisen, es war teuer zu fliegen. Und die waren alle mit Anzug und sehr seriös gekleidet und so weiter. Und in diesem Moment erschien plötzlich Prabhupada mit einem Lächeln, was die ganze Welt zum Lächeln brachte, zumindest uns. In die Sonne. Ne? Und ein Saffron, das leuchtete auch, als Prabhupada rauskommt. Und da waren wir haben wir Prabhupada, begleitete uns ein junger Inder auch. Ne? Und der hatte eine lange Rose. Ne? Der ging dann zu Prabhupada und gab ihm die Rose. Und Prabhupada nahm die Rose und sagt man, er roch an der Rose. Ne? Und dann war ein anderer Devotee, der war schon in Indien gewesen. Weil das war einer von den Devotees, die Prabhupada nach Indien geschickt hatte, damit er keinen Military Service machen musste in Amerika. Und dann hatte Prabhupada ihn nach Deutschland gerufen, weil der war ein erfahrener Drucker. Und Prabhupada wollte was drucken. Und wir hatten angefangen, zurück zur Gottheit zu drücken. Back to Godhead in Deutsch. So. Und dann, der kannte sich ein bisschen mehr aus. Der hatte auch von Indien, von Vrindavan, hatte Holzschuhe von Prabhupada mitgebracht. Der hatte eine Medanga, eine übergroße Medanga auch mitgebracht und so weiter. Und er hatte ein bisschen mehr Erfahrung mit der Etikette, der Vaishnava Etikette. Wie gesagt, ne? Und der brachte ihm seine Ehrbietung da. Prabhupada, wie sagt man, streichelte in dem Moment. Und wir beobachten das alles. Wir hatten eine Ehrbietung da gemacht, aber dann saßen wir wieder auf dem Teppich. Ne? Und beobachten das. Und keiner wusste, was er machen sollte. Und dann hat der Jaigora, nicht Jaigora, ich weiß nicht, wie der hieß. Jedenfalls, der nahm ihn dann zum Taxi. Ne? Und wir sind dann wieder mit unserem tremenden Teppich in der U-Bahn zum Tempel gemacht. Ne? Und dann, als wir da ankamen, da kam der Servant von Prabhupada, der kam runter zum Tempel und sagte, Prabhupada will euch alle sehen, kommt alle rauf. Ne? Da hatten wir ein winziges kleines Apartment gemietet für Srila Prabhupada. Und Shivananda war da, in dem Moment war Prabhupads Koch. Prabhupada zeigte ihm immer Koch. Und ach so, noch eine andere Sache. Als Prabhupada da rauskam am Flugplatz, ne? So it was a burial place in London, which is the first temple in London. It was close to the British Museum, a very famous museum. And my service was to sit in front of Prabhupada's door. There was always someone guarding the door. And so he did not have a personal bathroom in his apartment or in his room. So every time he wanted to go to the bathroom, he went down the stairs. So sometimes he came out of the room. He came out of the room, down the stairs into the bathroom. And so sometimes he would wear a gamcha. And one day, a young Indian devotee, he, with a lot of devotion, threw himself down and performed dandavats, touching Prabhupada's feet. And I've seen this twice. Prabhupada, at that moment, caressed his hand. And once, when Prabhupada arrived at the Hamburg airport,
we wanted to make a big kirtan, and so of course it was very important for us to have a big carpet that was part of the kirtan and to have incense, so we could chant appropriately. And back then airports were dark and small places, and back then flying on an airplane was very expensive and people would wear suits. But then Prabhupada came out and he was radiant like the sun. He was smiling so much as if he could make the entire world smile. And the saffron color was also so radiant. And another young Indian devotee came with a long rose, and Srila Prabhupada would smell the rose. And there was one devotee whom Prabhupada had sent to India so he could evade military service, and he was called over to Germany because he was an experienced printer, and we were printing a magazine back then, Back to Godhead in German, so he was supposed to help us. And so he had come from Vrindavan with wooden shoes, with midangas and so on. And Prabhupada's wooden shoes. Prabhupada's wooden shoes. They're still in Singhacha. And he knew the etiquette, and so there was this young man performing a dandavat, and we just sat on the carpet and we looked and we were completely clueless. And so one devotee took Prabhupada into a taxi to the temple, and the rest of us, we took the carpets on our shoulders and went into the subway. And the Prabhupada servant called us and said, Prabhupada wants to see you. We were called into his small apartment that we had rented for him. And Srila Prabhupada, Shivananda was Srila Prabhupada's cook. He had been trained by Srila Prabhupada to cook. I want to say something. I don't remember. Anyway, Hare Krishna. There's so many nectar in Hari Sauri's book, Bhagavad-gita. There's so much nectar in Satsvarup Maharaj's book. I remember when Satsvarup Maharaj got the order for compiling a biography of Srila Prabhupada in form of Bhagavad letter. He sent letters all around the world where Prabhupada had been. So he wanted to collect all the memories of the devotees during Prabhupada's presence. And here in Hamburg also. I was also involved in searching people in this land. And there was one man, this was actually the Gemüsehändler in der Ecke vom Tempel. And he remembered that, yes, you came and you always wanted to do something very special because your guru was there. Kannst du nochmal übersetzen? Oh. Später? Okay, gut. Aber nicht vergessen. Ihr solltet jetzt lieber Prasadam erstmal You should rather eat prasadam now. Jetzt kommt Prasadam. Entschuldigung. Ja gut, Hare Krishna. Vielen Dank für eure Geduld.